Phil dachte erst, Herkules sei ein Spinner. Denn welcher Mensch hat schon einen Gott zum Vater? Aber Herk wurde tatsächlich auf dem Götterberg Olymp geboren und seine Eltern waren ausgerechnet Zeus, der König der Götter, und dessen Frau Hera. Aber Zeus war nicht immer der oberste Boss. Zuerst musste er die gefürchteten Titanen besiegen. Riesige Kerle, die auf der Erde für Vulkanausbrüche und Erdbeben sorgten. Er schleuderte seine mächtigen Blitze gegen sie und sperrte sie in einer tiefen Höhle ein. Dann kam das Wunderbaby. Oh, er ist stark, wie sein Vater. Zeus schmiss für Herk eine tolle Party und schenkte ihm Pegasus, ein geflügeltes Pony. Ein Gott fand die Party ätzend. Hades, Fürst der Unterwelt. Er wollte nämlich selbst Herrscher des Universums werden und plante, Zeus loszuwerden. Zurück in seinem Reich rief Hades die drei Mäuren, die alles über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wussten. Sagt mir nur eins, wird dieser Knirps meine geplante feindliche Übernahme versauen oder was meint ihr? Die Schicksalsgöttinnen blickten in ihr allsehendes Auge und erklärten Hades, dass er in 18 Jahren, wenn die Planeten in Reih und Glied stünden, erfolgreich wäre. Allerdings nur, wenn Herkules nicht auf der Seite der Götter kämpfen würde. Sonst könnte Hades einpacken. Sofort schickte Hades seine Helfer Pech und Schwefel los, Herkules zu kidnappen. Die beiden brachten das Baby zur Erde und gaben ihm einen Zaubertrank, der es sterblich machen sollte. Während Herkules gierig trank, kam ein Ehepaar vorbei. Vor Schreck stießen die Entführer die Flasche um, die zu Boden fiel, bevor Herkules den letzten Tropfen trinken konnte. Die Tollpatsche flohen. Das Baby blieb bei Alkmene und ihrem Mann Amphitryon zurück, der die Inschrift eines goldenen Medaillons vorlas. Herkules. Baby Herkules war nun ein Mensch. Da er den Zaubertrank aber nicht ausgetrunken hatte, behielt er seine unglaubliche, gottähnliche Kraft. Leider konnte er nun nicht mehr zu seinen Eltern zurück, denn auf dem Olymp können nur unsterbliche Götter leben. Also wuchs Herkules bei Amphitryon und Alkmene auf und dachte, dies wären seine Eltern. Jedes Jahr wurde der Junge stärker und ungeschickter. Immer wenn er mit seinem Vater auf den Markt ging, passierten dem Trampel mittelschwere Katastrophen. Natürlich verteidigte ihn sein Vater. Er hat es nicht böse gemeint, er ist nur ein Kind. Er ist sich seiner Kraft noch nicht bewusst. Unter 4 Augen vertraute Herkules seinem Vater an. Ich will wie die anderen sein, ich versuch's ja. Aber ich kann nicht. Manchmal glaube ich, dass ich hier überhaupt nicht hingehöre. Als müsste ich irgendwo anders sein. Noch am gleichen Abend erzählten ihm Amphitryon und Alkmene, dass sie nicht seine wahren Eltern seien. Alkmene gab ihm das goldene Medaillon. Dies hattest du um den Hals, als wir dich gefunden haben. Es ist das Symbol der Götter. Herkules ging in den Tempel des Zeus, um zu erfahren, wer er wirklich war. Plötzlich wurde die riesige Statue lebendig. Herkules, wenn du dich als wahrer Held erwiesen hast, wirst du bei den Göttern wieder aufgenommen. Zur Unterstützung schickte Zeus seinem Sohn einen alten Freund, Pegasus. Zeus hatte Herkules verraten, wo er Philoktetes, den Trainer der Helden, finden konnte. Leider hatte Phil seinen Beruf schon frustriert an den Nagel gehängt, als Herk und Pegasus bei ihm auftauchten. Doch Herk war wild entschlossen, Schüler des Heldentrainers zu werden. Hast du dir noch nie etwas gewünscht? Etwas, wofür du einfach alles machen würdest? Nachdem Phil ihm endlich glaubte, dass Herk von Zeus abstammte, lehrte er den Jungen alles, was er wusste. Anfangs war Herk ein echter Versager. Dann packte er es. Doch Training ist eine Sache, ein Held zu werden eine andere. Um Herkules zu testen, nahm Phil ihn mit nach Theben, der übelsten Stadt Griechenlands. Auf dem Weg dorthin versuchte Herk, eine junge Frau zu retten, die von Nessus, einem stämmigen Zentaur, bedroht wurde.
Die Lady protestierte. Ich habe alles im Griff. Auf Wiedersehen. Herc wollte sich jedoch in Szene setzen und stürzte sich in den Kampf. Er besiegte Nessus. Aber sein Trainer fand das nicht besonders heldenhaft. Nächstes Mal lässt du dich gefälligst nicht ablenken, nur wegen ein paar hübscher Augen. Phil hatte sofort gecheckt, dass sich Herc verknallt hatte. In Lady Megara. Phil wusste natürlich nicht, dass Meg mit Hades unter einer Decke steckte. Und dass Hades mal kurz in Flammen aufging, als er erfuhr, dass Herkules noch lebte. Ich bin dabei, eine neue Weltordnung zu schaffen. Und der einzige Ochse, der mir in die Quere kommen kann, tänzelt friedlich über die Wiesen! Zu eurem gemeinsamen Glück haben wir immer noch Zeit, dieses Problem aus meinem Terminplan zu streichen. Und wehe, ihr enttäuscht mich. Während Hades Übles plante, erreichten Herkules und Phil das gar nicht gute alte Theben. Und wer tauchte dort auf? Niemand anders als Meg. Bitte! Hilfe! Bitte! Es gab ein schreckliches Unglück! Meg führte Herkules zu einer Schlucht, wo ein Steinschlag 2 kleine Jungs eingeklemmt hatte. Schnell wuchtete Herc einen riesigen Felsbrocken hoch und befreite die Jungen. Die Begeisterung der Thebener hielt sich in Grenzen, doch die Jungs waren beeindruckt. Das war dufte, Onkel. Du bist ja so stark. Leider war das Ganze eine abgekartete Sache. Die Jungs waren in Wirklichkeit Pech und Schwefel. Als Herkules den Felsbrocken weghob, hatte er den Eingang zu einer Höhle freigelegt. Und in der Höhle lebte ein furchterregendes Monster, genannt Hydra. Während Herc gegen die Hydra kämpfte, spielte Phil den Trainer. Gut so, Beinarbeit! Beinarbeit! Vorsicht, Zähne! Große Zähne! Plötzlich schnellte die Zunge des Monsters vor und es verschluckte unseren Heldenanwärter. Doch Herc befreite sich. Er schlug der Hydra den Kopf von innen ab. Leider wuchsen ihr nun 3 Köpfe nach. Herc hieb auch sie ab. Neue Köpfe schossen hervor. Schließlich, als das Monster 30 Köpfe hatte, rammte Herkules seine Faust in den Berg und löste damit eine Lawine aus, die das Ungeheuer unter sich begrub. Das war's. Jetzt waren die Leute aus Theben schier aus dem Häuschen. Und es kam noch besser. Herkules wurde ein Mega-Superstar, den jeder in Griechenland kannte. Denn er besiegte alle Kreaturen, die Hades ihm in den Weg warf. Einen riesigen Eber, ein Seeungeheuer, den Minotaurus. Schließlich ging Herkules zu Zeus, denn jetzt war er ja wohl ein Held. Doch der Göttervater war da anderer Meinung. Ich fürchte, berühmt zu sein ist nicht das Gleiche wie ein wahrer Held zu sein. Was muss ich denn noch tun? Das, mein Junge, musst du selber herausfinden. Sieh nur in dein Herz hinein. Herkules wollte aufgeben, aber Phil stachelte ihn an. Ich hab sie alle trainiert. Und eins kann ich dir sagen. Ich schwöre es, so wahr mir Zeus helfe. Du hast was ich noch nie gesehen habe. Ich spüre es bis tief in meine pummeligen O-Beine. Glaub mir, Kleiner, du kannst alles. Alles außer sich mit Meg treffen. Doch genau das tat Herkules. Heimlich schlich er zu der jungen Frau, die sich, wie sich herausgestellt hatte, von Hades freikaufen wollte. Anscheinend hatte Meg ihre Seele verkauft, um einen Freund zu retten. Phil suchte überall nach den beiden Turteltäubchen. Als er sie schließlich erwischte, hatte Herc nichts zu lachen. Phil scheuchte ihn zum Training, doch Herc ging erst, nachdem er Meg ein Küsschen auf die Wange gehaucht hatte. Auf dem Weg zum Stadion stürzte Phil von Pegasus. Dadurch konnte er Hades belauschen, der zu Meg sagte: Du arbeitest für mich! Wenn ich singen sage, trällst du mir was Hübsches vor. Meg war die Komplizin von Hades. Das würde Herc das Herz brechen, aber Phil musste ihn warnen. Und zwar schnell. Phil raste zum Stadion, aber Herkules wollte nichts hören. Ich kann einfach nur noch an Meg denken. Sie ist einfach toll. Hör mir doch zu, sie ist der Feind!
Die führt dich die ganze Zeit an der Nase rum! Klar, ich hätte heute nicht blau machen dürfen, aber... Das ist einfach nicht wahr! Wahr ist, dass ich sie liebe! Aber sie dich nicht! Hör auf! Phil stürmte davon. Jetzt war Hades am Zug. Und er hatte etwas Nettes mitgebracht. Meg in Ketten. Hades hatte einen Riesenspaß. Nun zum Geschäft. Du verzichtest 24 Stunden lang auf deine Kraft, okay? Sagen wir die nächsten 24 Stunden. Und die kleine Meg hier ist frei wie ein Vogel. Was meinst du? Dieser verrückte, liebeskranke Kerl. Er machte den Deal. Allerdings erst, nachdem Hades ihm versicherte, dass Meg nichts geschehen werde. Klar, wieso nicht? Lass ich durchgehen. Meg geschieht nichts, sonst bekommst du deine Kraft wieder, okay? Kaum war der Handel perfekt, verlor Herc all seine Kraft. Megs Ketten verschwanden zwar, aber Hades hatte noch einen Trumpf im Ärmel. Er erzählte Herc, dass Meg die ganze Zeit für ihn gearbeitet hätte. Es war gar nicht so. Ich wollte dir nicht, ich konnte dir nicht. Es tut mir so leid. Saft- und kraftlos stand Herkules da, während Hades mit seinem Streitwagen im Morgengrauen verschwand. Wie es die Mäuren prophezeit hatten, standen die Planeten nun in Reih und Glied. Schnell befreite Hades die Titanen und gemeinsam rasten sie zum Olymp. Unterwegs stoppte Hades beim einäugigen Zyklopen. Hey, Hühnerauge! Ich hab da einen Job, auf den du mal einen Blick werfen solltest. Hades befahl ihm, Theben zu zerstören und Herkules zu vernichten. Ohne seine Kraft würde Herkules ein Spielball des Monsters sein. Nachdem Phil das Stadion verlassen hatte, wollte er keinen Gedanken mehr an den Pantoffelhelden verschwenden. Er wollte nur noch die Stadt verlassen. Da erschien Meg auf Pegasus. Phil, Herkules braucht deine Hilfe! Wozu braucht er denn mich? Er hat ja Freunde wie dich! Hör zu, ich weiß, dass ich mich falsch verhalten habe, aber es geht hier nicht um mich, es geht um ihn! Phil, wenn du ihm jetzt nicht hilfst, wird er sterben! Phil kletterte zu Meg und Pegasus brachte sie pfeilschnell zu Herkules. Blitze zuckten über sie hinweg, denn auf dem Olymp tobte bereits ein erbitterter Kampf. Phil entdeckte Herkules, der dem Zyklopen mutlos gegenüberstand. Du hattest die ganze Zeit recht, Phil. Träume sind was für Grünschnäbel. Nein, Kleiner. Aufgeben ist für Grünschnäbel. Ich bin zurückgekommen, weil ich nicht aufgeben will. Ich glaube immer noch an meinen Traum. Was ist mit dir? Phil hatte Herkules wachgerüttelt. Er schnappte sich einen brennenden Ast und blendete den Zyklopen. Dann brachte er ihn mit einem Seil zum Stolpern. Der Riese stürzte über die Klippe. Bevor der Zyklop ins Meer fiel, brachte er 2 dicke Säulen zum Einsturz. Eine der Säulen drohte Herkules zu erschlagen. Herkules, pass auf! Meg stieß Herkules zur Seite. Der steinerne Pfeiler stürzte nun direkt auf sie. Meg! Nein! Herkules versuchte, die schwere Säule hochzuheben. Plötzlich ließ sie sich mit Leichtigkeit bewegen. Was ist auf einmal los? Meg lächelte schwach, als Herkules sie in seine Arme nahm. Hades Schwur ist gebrochen. Er hat versprochen, dass mir nichts passiert. Meg, was hast du gemacht? Du hättest nicht... Schon verrückt, was Menschen alles machen. Wenn sie verliebt sind. Meg sah Herkules beschwörend an. Noch kannst du Hades aufhalten. Schweren Herzens legte er sie in Phils Arme. Dann sprang Herkules auf Pegasus und eilte zum Olymp. Dort entdeckte er, dass Hades und die Titanen alle Götter gefangen genommen hatten, sogar Zeus. Herkules befreite sie und zusammen mit Zeus und den anderen Göttern besiegte er die Titanen. Hades floh im Streitwagen, während er Herkules hämisch zurief: War echt nett, Wunderknabe, aber ich habe wenigstens einen Trostpreis bekommen. Eine Freundin von dir, sie ist bestimmt todunglücklich. Herc eilte zur Erde, doch er kam zu spät. Meg war tot. Hades und die Mäuren hatten ihre Seele schon in die Unterwelt gebracht. Aber Herkules gab nicht auf.
Er stieg hinab zu Hades mit einem ungewöhnlichen Vorschlag. Du machst doch gern Geschäfte. Ich biete dir mein Leben für Mac. Hades zögerte einen Augenblick, dann stimmte er zu. Sofort sprang Herkules in den Fluss des Todes. Grinsend rief Hades ihm nach. Oh, beinahe hätte ich's vergessen. Du wirst tot sein, bevor du sie erreichen kannst. Du hast doch kein Problem damit. Schadenfroh sah Hades zu, wie Herkules älter und älter wurde. Seine Freude verwandelte sich jedoch in Zorn, als Herk plötzlich wieder jung und stark war. Das ist unmöglich. Du kannst nicht mehr leben, außer du bist ein Gott? Pech und Schwefel beobachteten Herk, der Mecks Seele an Hades vorbeitrug. Schmeichelnd versuchte Hades, ihn aufzuhalten. Doch Herkules war so zornig, dass er Hades niederschlug. Hades taumelte zurück und fiel in den Fluss des Todes. Ich will keine schleimigen Seelen um mich haben. Ah! Herkules brachte Mecks Seele zu ihrem Körper zurück. Und Meg wurde wieder lebendig. Als sie lächelnd die Augen aufschlug, war die Freude riesengroß. Später auf dem Olymp jubelte Zeus seinem Sohn zu. Ein wahrer Held wird nicht an der Größe seiner Kraft gemessen, sondern an der Kraft seines Herzens. Als seine Eltern ihn willkommen hießen, ergriff Herkules Mecks Hand. Vater, von diesem Augenblick habe ich mein Leben lang geträumt. Aber ein Leben ohne Mac, besonders ein unsterbliches Leben, würde so leer sein. Ich will mit dir auf der Erde bleiben. Endlich weiß ich, wo ich hingehöre. Zusammen mit Meg kehrte Herk zur Erde zurück. Siehst du das Sternenbild dort oben? Zeus erschuf es. Das ist das Bild des Herkules. Ja, Phil hatte tatsächlich einen wahren Helden trainiert.